Inmitten der weiten afrikanischen Savanne ist jeder Tag eine harte Prüfung für das Leben. An diesem scheinbar endlosen Ort können selbst Löwen, bekannt als die Könige des Dschungels, dem Hunger, dem Scheitern und den Jagden, die über ihr Schicksal entscheiden, nicht entkommen. Wer wird sich als stark und anpassungsfähig genug erweisen, um bis zum nächsten Tag zu überleben? Die Löwenfamilie und der Kreislauf des Lebens in der afrikanischen Savanne. Die Sonne geht über dem Horizont auf und ihr sanftes Morgenlicht überflutet die weite afrikanische Savanne. Der frühmorgendliche Nebel löst sich auf und gibt den Blick frei auf goldene Grasflächen, die sich im heißen, trockenen Wind wiegen. Hier erwacht das Leben mit der Dämmerung und mit ihm auch die Raubtiere. Unter dem Blätterdach eines alten Akazienbaums ruht die Löwenfamilie Golden Shadow. Sie sind die Herrscher dieses Landes. Ein ausgewachsener Löwe liegt regungslos da, seine dunkle Mähne umgibt seinen Kopf und Hals und dient nicht nur dazu, seine Stärke zu demonstrieren, sondern auch als Schutzschild in Kämpfen auf Leben und Tod. Um ihn herum liegen 3 Löwinnen, schlanker, agiler, sowie 2 Jungtiere, die still die Welt beobachten. In der afrikanischen Löwengesellschaft gibt es klare Rollenverteilungen. Die Löwinnen sind die Jägerinnen, während die Männchen das riesige Territorium vor Eindringlingen schützen. Das Überleben der Familie hängt von ihrer perfekten Koordination ab. Als die Sonne höher stieg, machte sich Hunger breit. Am Rande der Graslandschaft tauchte ein Warzenschwein auf. Es senkte den Kopf und grub eifrig nach Wurzeln, ohne zu bemerken, dass es in das Blickfeld der goldenen Augen geraten war, die jede seiner Bewegungen beobachteten. Die Jagd begann in Stille. Sie rückten langsam vor, die Bäuche dicht am Boden. In nur wenigen Sekunden war die Ruhe der Graslandschaft zerstört. Ein heftiger Sprint. Erde und Steine flogen hoch.
Die Jagd war schnell vorbei. Auf dieser Graslandschaft kostet selbst der kleinste Fehler Leben. Die Golden Shadow-Familie versammelte sich um ihre Beute. Als die Mahlzeit beendet war, begaben sie sich an einen sicheren, schattigen Ort, um sich zu ruhen. Es schien friedlich, aber langfristige Sicherheit gab es hier nicht. Auf den Graslandschaften existierte Macht nur so lange, wie der Herrscher stark genug war, sie zu schützen. Und für die Löwenfamilie Golden Shadow war dies nur der Beginn eines weiteren Tages des Überlebens. Als die Mittagshitze die Graslandschaften zu umhüllen begann, suchten die meisten großen Raubtiere Schatten, um sich zu ruhen. Aber in den unteren Rängen der wilden Welt bewegt sich ein kleines Tier unermüdlich weiter. Der Honigdachs kommt aus dem Dickicht, tief am Boden, stämmig, langsam, aber selbstbewusst gehend. Mit einem Gewicht von nur wenigen Dutzend Kilogramm ist er nicht besonders beeindruckend, doch in den afrikanischen Graslandschaften übersteigt der Ruf des Honigdachses bei weitem seine Größe. Seine dicke, lockere Haut ist eine der gefährlichsten Waffen dieser Spezies. Selbst wenn er gebissen wird, kann sich der Honigdachs in seiner eigenen Haut umdrehen, um zum Gegenangriff überzugehen. Seine kräftigen Kiefer und scharfen Zähne sind stark genug, um Schlangenhaut zu durchbeißen, einen Bienenstock aufzureißen oder einen Schildkrötenpanzer zu zermalmen. Seine gekrümmten, kräftigen Krallen helfen ihm, sich blitzschnell durch Erde und Felsen zu graben und Nahrungsquellen zu finden, die für andere unzugänglich sind. Der Honigdachs ist ein extremer Allesfresser. Er jagt giftige Schlangen, Insekten und Nagetiere, frisst Eier, reife Früchte und insbesondere Honig, eine reichhaltige Energiequelle, die jedoch mit Risiken verbunden ist. Bienenstiche können ihn nicht abschrecken. Plötzlich taucht eine Bedrohung auf. Eine Hyäne nähert sich, angezogen vom Geruch der Nahrung. Für viele kleinere Arten wäre dies ein Signal zum Rückzug, aber nicht für den Honigdachs. Er richtet sich auf, fletscht die Zähne und knurrt wild. Er weicht nicht zurück, er zögert nicht. Der Honigdachs ist bereit, sich seinem Gegner zu stellen, obwohl dieser um ein Vielfaches größer ist. Seine unglaubliche Wildheit und Rücksichtslosigkeit ließen die Hyäne zögern. Nach nur wenigen angespannten Sekunden war das größere Raubtier gezwungen, sich zurückzuziehen. Das ist die wahre Stärke des Honigdachses. Nicht seine Muskeln, sondern sein furchtloser Geist.
In der afrikanischen Savanne, wo die Schwachen oft zur Beute werden, überlebt der Honigdachs, indem er alle Regeln bricht. Als sein Schatten im Gras verschwand, kehrte die Savanne zu ihrer Ruhe zurück. Aber die Botschaft blieb. Manchmal ist das gefährlichste Lebewesen nicht das Größte, sondern das, das niemals aufgibt. Als die Sonne im Westen unterging, warfen die großen Felsen, die aus der Savanne ragten, lange Schatten. Wach. Eine große Gruppe mit Fell und lange, kahle Gesichter, deren scharfe Zähne immer bereit waren, gezeigt zu werden. Obwohl Barbiane Primaten sind, ähnelten sie eher Kriegern als sanften Baumbewohnern. Paviane leben in komplexen sozialen Gruppen, in denen die Ordnung durch Stärke, Allianzen und ständige Rivalitäten aufrechterhalten wird. Das dominante Männchen hat die oberste Position inne, aber seine Macht hält nur so lange an, wie er stark genug bleibt. Herausforderungen erfolgen still, manchmal nur durch einen Blick oder ein leises Knurren. Im Gegensatz zu vielen anderen Primaten sind Paviane opportunistische Allesfresser. Sie ernähren sich von allem: Früchten, Wurzeln, Insekten, Vogeleiern, sogar jungen Antilopen oder weggeworfenen Kadavern. In den Graslandschaften sind sie sowohl Raubtiere als auch opportunistische Aasfresser. Was Paviane jedoch so beeindruckend macht, ist nicht das einzelne Tier, sondern die Kraft der Zahl. Wenn sie bedroht werden, versammelt sich sofort die gesamte Gruppe. Die großen Männchen stürmen vorwärts, fletschen die Zähne, sträuben ihr Fell und knurren laut. Mit dieser Koordination können Paviane Geparden und Hyänen vertreiben und sogar Löwen dazu bringen, zweimal nachzudenken, bevor sie sich nähern. In diesem Land, in dem die Regeln durch Stärke geschrieben sind, überleben Paviane nicht durch individuelle Wildheit, sondern durch kollektive Kraft. Und es ist die Herde, die sie zu einer der beeindruckendsten Kräfte in der afrikanischen Savanne macht. Nach stundenlangem Ausruhen im Schatten der Akazienbäume erhebt sich die Löwenfamilie Golden Shadow wieder. Der Hunger kehrt zurück, langsam, aber unaufhaltsam. Diesmal ist ihre Beute nicht so leicht zu fangen. In der Ferne bewegte sich eine Herde Kappbüffel in enger Formation. Ihre massigen Körper, ihre dicke Haut und ihre gebogenen Hörner bildeten zusammen einen soliden Schutzschild und machten sie zu einer der gefährlichsten Tierarten Afrikas. Kappbüffel fliehen nicht in Panik, sie bleiben standhaft und wehren sich.
Die Löwinnen der Golden Shadow-Familie begannen sich zu verteilen und näherten sich lautlos, wie sie es schon hunderte Male zuvor getan hatten. Dann kam die Gelegenheit. Ein Löwe sprang vor und versuchte, ein einzelnes Tier aus der Herde herauszulösen. Die Konfrontation dauerte nicht lange, aber sie reichte aus, damit der Löwe erkannte, dass das Risiko zu groß war. Die Golden Shadow-Familie zog sich zurück. Es gab kein siegreiches Brüllen, es gab keine Mahlzeit, nur ihre Schwänze schwangen langsam hin und her, als sie in die Büsche zurückkehrten. In der afrikanischen Savanne gewinnt nicht immer die dominante Spezies. Die Kappbüffelherde setzte ihren Weg weiter und hinterließ eine klare Botschaft. Manche Spezies überleben nicht, indem sie fliehen, sondern indem sie sich behaupten und gemeinsam kämpfen. Inmitten des schwindenden Lichts der Savanne erschienen Giraffen wie riesige, sich bewegende Stacheln. Mit ihrer imposanten Größe und ihren charakteristischen langen Hälsen erreichen sie mühelos die hohen Blätter der Akazienbäume, eine Nahrungsquelle, zu der nur wenige andere Arten Zugang haben. Trotz ihrer Größe leben Giraffen in lockeren Gruppen, friedlich und stets wachsam. Dank ihrer erhöhten Sicht können sie Raubtiere frühzeitig erkennen und werden so ungewollt zu lebenden Wachposten für viele andere Arten in der Savanne. Lassen Sie sich nicht von ihrem ruhigen Auftreten täuschen. Die langen, kräftigen Beine der Giraffen sind äußerst wirksame Verteidigungswaffen. Ein einziger Tritt kann einen Löwen zum Rückzug zwingen. Während der Paarungszeit kämpfen die Männchen mit ihren Hälsen um die Vorherrschaft, ohne dass es zu Blutvergießen kommt. Noch wichtiger ist, dass Giraffen eine zentrale Rolle im Ökosystem spielen. Indem sie die obere Vegetationsschicht kontrollieren, tragen sie dazu bei, das Gleichgewicht in der gesamten Savanne aufrechtzuerhalten. In dieser rauen Landschaft beweisen Giraffen, dass Stärke nicht immer laut sein muss. Manchmal reicht es, größer zu sein, weiter zu sehen und festzustehen. Am staubigen Horizont tauchen allmählich riesige graue Massen auf. Der afrikanische Elefant nähert sich, das größte Landtier der Welt und auch eines der intelligentesten und emotional reichsten Lebewesen in der Natur.
Eine Herde von Weibchen, angeführt von der Matriarchin, dem ältesten und erfahrensten Tier. In der Elefantengesellschaft ist Gedächtnis wichtiger als Stärke. Es ist die Matriarchin, die sich an die alten Wanderrouten, die Wasserstellen, die nach der harten Trockenzeit übrig bleiben, und die Gefahren, denen sie in der Vergangenheit begegnet sind, erinnert. Afrikanische Elefanten haben einen riesigen Körper, aber jedes Detail ist perfekt entwickelt. Der Rüssel, bestehend aus über 40.000 Muskeln, dient als Werkzeug zum Fressen, Kommunizieren und Atmen und gleichzeitig als flexibler Arm, der in der Lage ist, einen kleinen Grashalm aufzuheben oder einen großen Baum zu fällen. Die riesigen Ohren helfen nicht nur dabei, tieffrequente Geräusche aus Dutzenden von Kilometern Entfernung zu hören, sondern dienen auch als effektives Kühlsystem in der afrikanischen Hitze. Sie sind riesige Pflanzenfresser, die täglich hunderte Kilogramm Vegetation verzehren. Aber die Rolle des Elefanten geht noch weiter. Wenn sie Bäume fällen, nach Wasser graben oder Wege im Wald bahnen, werden Elefanten ungewollt zu Architekten des Ökosystems. Die von ihnen geschaffenen Wege werden von unzähligen anderen Arten genutzt, während die von ihnen gegrabenen Wasserstellen vielen Lebewesen in der Trockenzeit das Leben retten. Elefanten haben ein tiefes Gefühlsleben. Sie erkennen sich gegenseitig, kümmern sich gemeinsam um ihre Jungen und zeigen Trauergearbeitung, wenn ein Mitglied der Herde stirbt. Die stillen Momente, die sie neben dem Skelett eines Artgenossen verbringen, zeigen, dass das Gedächtnis eines Elefanten nicht nur eine Überlebenskarte ist, sondern auch ein emotionales Gedächtnis. Wenn eine Elefantenherde über die Graslandschaften zieht, machen alle anderen Arten Platz. Nicht aus Angst, sondern aus Respekt vor der ruhigen Kraft dieser uralten Riesen. In der Dämmerung verschwinden die Silhouetten der Elefanten allmählich im roten Staub. Aber ihre Fußspuren bleiben lange Zeit sichtbar, eingeprägt in den Boden, in die Landschaft und in die ewige Erinnerung der afrikanischen Graslandschaften. Inmitten der weiten Savanne, wo die Schreie jagender Tiere widerhallen, sind auch Menschen präsent. Es sind die Maasai, einer der markantesten indigenen Stämme Afrikas. Die Dörfer der Maasai, Manyatas genannt, sind niedrig und bestehen aus Lehmen, trockenem Gras und Kuhdung. Die Hütten sind kreisförmig angeordnet, mit dem Vieh in der Mitte und den Menschen drumherum. Diese Anordnung schützt das Vieh in der Dunkelheit der Nacht vor Raubtieren. Die Maasai sind leicht an ihrer leuchtend roten Kleidung und ihren bunten Perlenstickereien zu erkennen. Jede Farbe und jedes Muster hat seine eigene Bedeutung, Alter, Rolle und Status in der Gemeinschaft.
Für sie ist Kleidung nicht nur etwas, das man trägt, sondern eine Möglichkeit, die Geschichte eines Menschen zu erzählen. Sie sind nomadische Hirten und das Vieh steht im Mittelpunkt aller Werte. Reichtum wird nicht in Geld gemessen, sondern in der Anzahl der Tiere. Vieh ist Nahrung, Mitgift, Ehre und die Verbindung zwischen den Menschen und ihren Vorfahren. Die traditionelle Ernährung der Maasai überrascht viele Menschen. Milch, Fleisch und Kuhblut liefern genug Energie, um in der trockenen Landschaft zu überleben. Das Blut wird geschickt entnommen, ohne dem Tier Schaden zuzufügen. Die jungen Krieger, Moran, sind berühmt für ihre Ausdauer und ihren Mut. Sie durchlaufen Initiationsrituale und lernen, wie sie die Gemeinschaft und die Herde schützen können. Der Adumu-Tanz mit seinen vertikalen Sprüngen ohne Anlauf symbolisiert Kraft und Stolz. Das Bemerkenswerteste ist ihre Fähigkeit, mit wilden Tieren zu koexistieren. Die Maasai können Fußspuren lesen und das Verhalten von Löwen und Elefanten verstehen. Sie wissen, wann sie ihnen ausweichen und wann sie stillstehen müssen. Ein Wissen, das über Generationen weitergegeben wird. Inmitten einer sich wandelnden modernen Welt bewahren die Maasai ihre Identität. In den Ebenen der Serengeti sind sie keine Eroberer der Natur, sie sind Teil von ihr. Wenn die Nacht über die Ebenen der Serengeti hereinbricht, lassen alle Bewegungen allmählich nach. Raubtiere ruhen sich aus, Herden setzen ihre stille Reise fort und die Menschen kehren zu ihren Lagerfeuern zurück. Alle leben auf demselben Land zusammen. Untrennbar, ohne absolute Dominanz. Die Serengeti zeigt, dass Leben nicht den Stärksten gehört, sondern denen, die sich anzupassen verstehen. Löwen sind mächtig, scheitern aber manchmal dennoch. Kleine Honigdachse überleben dank ihrer Hartnäckigkeit. Babuane existieren wegen ihrer Herde. Giraffen stehen mit ihrer Größe und Gelassenheit hoch und aufrecht. Elefanten bewahren Erinnerungen, um zukünftige Generationen zu leiten. Und das Volk der Maasai überlebt, indem es die Natur respektiert, anstatt sie zu bezwingen. Die wichtigste Lektion, die die afrikanische Savanne lehrt, ist Ausgewogenheit. Wenn jede Spezies ihre richtige Rolle spielt, funktioniert das Ökosystem harmonisch. Wenn Menschen lernen, der Natur zuzuhören und von ihr zu lernen, anstatt ihr ihren Willen aufzuzwingen, kann das Leben lange weiter bestehen. Die Serengeti ist nicht nur ein Ort um Leben und Tod.
Sie erinnert uns daran, dass alle Lebewesen, ob Tiere oder Menschen, nur ein kleiner Teil des großen Kreislaufs der Natur sind. In der rauen und trockenen afrikanischen Savanne ist das Leben eine ständige Herausforderung. Wie überleben die Tierarten, wenn Wasser und Nahrung knapp sind und an jeder Ecke Gefahr lauert? Wildes Afrika. Der Kampf um Macht und Überleben. Über den weiten goldenen Grasflächen steigt die rote Sonne wie ein Messer aus dem Horizont empor und durchdringt den dünnen Nebel. Die ersten Sonnenstrahlen fallen auf die Erde und erwecken eine pulsierende Welt zum Leben, in der jeder Atemzug, jedes noch so leise Geräusch über Leben und Tod entscheiden kann. Das Gras wiegt sich im sanften Wind, während eine Herde Zebras langsam durch das Flachland zieht, begleitet von kleinen Thomson-Gazellen, die sich wie Lichtpunkte über die verbrannte Erde bewegen. Leise Geräusche hallen wieder. Vogelgesang, eilige Schritte und irgendwo in der Ferne das gleichmäßige Atmen eines Raubtieres, das aus der Ferne beobachtet, still wie ein Schatten. Im Schatten niedriger Büsche liegt eine Leopardin auf dem Boden und starrt mit kalten Augen auf die Ferne. Neben ihr kuschelt sich ein Wurf weniger Monate alter Jungtiere an ihre Mutter und spielt leise. Sie wissen noch nicht, dass Hunger die dringlichste Warnung der Natur ist und dass ihre Mutter die Last ihres Überlebens auf ihren leisen Pfoten trägt. Ihre Körper sind klein und mit einem weichen, hellgelben Fell bedeckt, das mit dunklen Flecken übersät ist, einem genetischen Merkmal ihrer Art. Auf ihrem Rücken erstreckt sich ein markanter Streifen hellen Fells vom Nacken bis nahe zum Schwanz, ein einzigartiges Merkmal der Jungtiere, das ihnen hilft, sich besser im sonnenverbrannten Gras zu tarnen. Das weibliche Raubtier, das als Star der Leichtathletik der Natur bezeichnet wird, ist eine perfekte Geschwindigkeitsmaschine, die durch Millionen von Jahren der Evolution perfektioniert worden ist. Sein Körper ist auf Geschwindigkeit ausgelegt, lange, leichte Beine, eine federnde Wirbelsäule, nicht einziehbare Klauen für besseren Halt beim Laufen und ein langer Schwanz, der ihm hilft, bei schnellen Richtungswechseln das Gleichgewicht zu halten. Bemerkenswert ist, dass ihre Augen nach vorne gerichtet sind, was ihr hilft, sich präzise zu orientieren und ihre Beute aus der Ferne zu verfolgen. Doch selbst absolute Geschwindigkeit auf dem Land kann in einer feindlichen Welt keinen Erfolg garantieren.
Dieses Gepardenweibchen muss seine Jungen alleine beschützen, täglich jagen und allen Gefahren ausweichen, die ihr drohen, von Hyänen und Löwen bis hin zum Verhungern. Die Mittagssonne breitet sich über dem rissigen Boden aus und fegt jedes trockene Grashalmchen weg, als würde sie die Oberfläche der Prärie verbrennen. Eine sanfte Brise trägt den Duft der Erde, des Fells und den unfassbaren Geruch des Hungers, der um die Lebewesen herumhängt, die zum Überleben auf die Jagd angewiesen sind. Die Leopardin erhob sich aus dem Gras. Seit ihrer letzten vollständigen Mahlzeit waren 3 Tage vergangen. Ihr Magen war leer und hinter ihr waren ihre Jungen unruhig und erschöpft vor Hunger. Mehr als 200 Meter entfernt graste eine Herde Gazellen auf einer Lichtung. Sie waren klein, flink und wachsam, aber sie waren die ideale Energiequelle, wenn sie Erfolg haben würde. Die Leopardin duckte sich und kroch durch das dichte Gras. Eines der Jungen hatte sich von der Herde entfernt. Der Moment war gekommen. Sie drehte sich zu den Büschen um und stieß ein tiefes, langes Knurren aus, das leise genug war, dass die Jungen es nicht hören konnten. Diese kamen mit leuchtenden Augen und gespitzten Ohren angerannt. Ihre kleinen Körper waren jetzt kräftiger, ihre Krallen härter, und mit unsicheren, aber eifrigen Schritten näherten sie sich ihrer ersten Mahlzeit aus rohem Fleisch. Unter der sengenden Nachmittagssonne der Serengeti versammelten sich ihre gefleckten Körper um den Kadaver der Gazelle, ein ungewöhnliches Bild des Friedens in einem Land, des Geschwindigkeits, des Wettbewerbs und des Instinkts. Während die Mutter und die Welpen den Kadaver der Gazelle fraßen, tauchte am Rand der Wiese ein Schatten auf. Eine Hyäne. Bald gesellten sich weitere zu der Herde. Sie rückten langsam näher und umzingelten sie. Ihre Augen glänzten bei der Aussicht auf eine kostenlose Mahlzeit. Als die Hyänen auftauchen, sehen die Jungen sie sofort und rennen in die Büsche. Die Leopardenmutter zögert nicht vorzustürmen und die führende Hyäne zu schlagen, sodass sie zurückweicht. Dann änderte sie schnell die Richtung und führte die ganze Herde von dem Ort weg, an dem sich ihre Jungen versteckten. Im Chaos war der größte Teil des Kadavers weggezogen und zerfetzt worden. Als die Mutter zurückkam, war die Beute fast verschwunden, aber ihre beiden Jungen waren in Sicherheit. Und für sie war das Leben ihrer Jungen mehr wert als jede Beute. Auf dieser Wiese war Überleben der Sieg und Schutz der stärkste Instinkt. Am Rande der Wiese, wo die Büsche spärlich waren und die Sonne auf den Boden schien, lief der Sekretärsvogel wie ein großer Streifenpolizist mit einem schlanken Hals, hellgrauen Federn und einer markanten Federhaupt auf dem Kopf.
Im Gegensatz zu vielen anderen Raubtieren, die durch die Lüfte fliegen, nutzt er seine langen, kräftigen Beine, um mit extrem schnellen Tritten zu jagen, die ausreichen, um eine giftige Schlange mit nur wenigen Tritten zu töten. Schlangen sind seine Lieblingsbeute, aber er lässt kein kleines Tier unversucht, das ihm über den Weg läuft. Eine kleine Bewegung im Gras, ein Tritt. Die Schlange liegt regungslos da. Er pickt den Kopf der Schlange, verschlingt sie schnell und setzt seinen Weg fort. Jeder Schritt ist für diesen einzigartigen Jäger ein Kampf ums Überleben. Auf dem trockenen, staubigen Boden hallt das Geräusch der Schritte wie ferne Trommelschläge wider. Eine Herde Gnus bildet eine endlose Linie, die sich über die grasbewachsenen Hänge erstreckt, wie ein brauner Fluss durch ein goldenes Meer fließt. Mit ihren starken, gebogenen Hörnern, ihren hohen Schultern und ihren muskulösen Körpern verfügen diese Tiere zwar weder über absolute Schnelligkeit noch über scharfe Waffen, aber sie haben etwas, das alle Raubtiere auf Distanz hält: ihre Anzahl und ihren Herdentrieb. Mehr als 1 Million Tiere wandern jedes Jahr zwischen Kenia und Tansania hin und her und durchqueren Flüsse, Grasland, sonnenverbrannte Ebenen und Gebiete voller Raubtiere. Jede Reise ist ein Glücksspiel. Neue Weiden und sauberes Wasser finden und den versteckten Klauen ausweichen. Am Rand der Herde klammern sich die Jungtiere an ihre Mütter. Die erwachsenen Männchen laufen zu beiden Seiten und achten auf das geringste Geräusch in der Steppe. Das Chaos kann jeden Moment ausbrechen. Ein Löwensprung, ein plötzliches Brüllen aus dem Gebüsch und die Herde explodiert in Graswellen. Die wilden Tiere kämpfen nicht, um zu gewinnen, sie rennen, um zu überleben. Aber wenn sie in die Enge getrieben werden, können ihre gebogenen Hörner den Bauch eines Feindes durchbohren und ihr Gewicht von fast 300 Kilogramm kann einen Geparden zu Fall bringen. Jeder Schritt der Herde ist ein Herzschlag in der Savanne. Sie sind die Lebensquelle der Raubtiere, die treibende Kraft hinter dem Nachwachsen der Graslandschaften und der Beweis für die einfachste Wahrheit des Überlebens in der Natur durch Ausdauer. Während sich die Herde in den staubigen Nebel zurückzieht, taucht ein weiteres großes, stilles Tier mit langen, gemächlichen Schritten auf. Der Strauß, ein flugunfähiger Vogel, der über Waffen verfügt, die nur wenige zu unterschätzen wagen würden. Mit einer Höhe von bis zu 2,7 Metern und einem Gewicht von über 120 Kilogramm ist er der größte Vogel der Welt. Seine Flügel sind nicht groß genug zum Fliegen, aber sie sind nicht nutzlos. Sie dienen ihm dazu, beim Laufen das Gleichgewicht zu halten oder beim Verfolgen seiner Feinde anzugeben. Seine gefährlichste Waffe sind seine langen, kräftigen Beine mit 2 Zehen, von denen der vordere ein scharfer Sporn ist.
Ein Tritt des Straußes kann Knochen brechen und sogar ein junges Löwen töten, wenn es sich ihm im falschen Anwinkel annähert. Seine Augen sind die größten aller Landtiere und haben fast den gleichen Durchmesser wie die des Menschen, wodurch er Gefahren aus Hunderten von Metern Entfernung erkennen kann. Im Gegensatz zu anderen Waldvögeln leben Strauße von ihrem Sehvermögen und ihren Reflexen auf dem Boden. In trockenen Graslandschaften. Sie bewegen sich oft in kleinen Gruppen fort, wobei in der Regel ein Männchen mit gestrecktem Hals und dem Blick auf den Horizont gerichtet vorangeht. Manchmal laufen sie neben Herden von Antilopen oder Zebras und nutzen die Ohren, Augen und Instinkte der anderen, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Ein Weibchen am Ende der Herde brütet die Eier unter niedrigen, dornigen Büschen aus. Die Eierschalen sind so groß wie Melonen, dick und undurchsichtig. Strauße sind die Vögel mit den größten Eiern der Welt und gehören auch zu den Vögeln, die sich am meisten um die Aufzucht ihrer Jungen kümmern. Die Männchen brüten abwechselnd nachts, wenn die Raubtiere am aktivsten sind. Sie können weder fliegen noch klettern oder sich in Höhlen verstecken. Aber in der Natur haben ihre Ruhe, ihre stählernen Beine und ihre Bereitschaft, ihre Jungen zu beschützen, die Strauße über Millionen von Jahren der Evolution hinweg am Leben erhalten. Vor dem klaren Himmel, zwischen den hohen Bäumen, die den großen See säumen, ertönt ein fernes, lautes und langanhaltendes Schreien, wie die ersten Töne eines Liedes einer Spezies, die einst den Himmel beherrschte. Es ist der Schrei des afrikanischen Fischadlers, dem unverwechselbaren Symbol für die wilden Gewässer des Kontinents. Mit schneeweißen Federn auf der Brust, weißem Kopf und dunkelbraunem Rücken und Flügeln stechen sie als lebendes Symbol hervor. Mit einer Flügelspannweite von fast 2 Metern, scharfen, messerlatigen Krallen und kalten, durchbringenden Augen sind sie spezialisierte Raubtiere, die in ihrem Revier konkurrenzlos sind. Im Gegensatz zu vielen anderen Adlern, die Landtiere oder kleine Vögel jagen, sind afrikanische Fischadler Meister der Unterwasserjagd. Sie haben ein besonderes Talent mit kleinen Widerhaken, die ihnen helfen, rutschige Beute zu fangen. Wenn sie Fische in der Nähe der Oberfläche sehen, tauchen sie mit unglaublicher Geschwindigkeit. Schlagen blitzschnell auf das Wasser und schließen reflexartig ihre Krallen. Sie tauchen nicht tief und greifen nicht wahllos an. Jeder Tauchgang ist eine präzise Berechnung von Winkel, Tiefe und Schwungkraft. Sobald sie ihre Beute gefangen haben, heben sie mit enormer Kraft in ihren Flügeln wieder ab, wobei ihre Füße den Fisch fest wie in einem Schraubstock umklammern. Oft bauen sie ihre Nester in den hohen Ästen von Bäumen in der Nähe von Flüssen und Seen, von wo aus sie das gesamte Gewässer wie eine Festung überwachen.
Adlerpaare leben in der Regel ihr ganzes Leben lang zusammen und wechseln sich bei der Jagd und Aufzucht ihrer Jungen ab. Jedes Mal, wenn ihre Schreie über den See hallen, wird die Stille unterbrochen, nicht durch Lärm, sondern durch tödliche Präzision. Der See kehrt zur Ruhe zurück, nachdem die Adler getaucht sind. Aber unter dem ruhigen Wasser taucht langsam eine riesige Gestalt auf. Ihre Augen, Ohren und Nase ragen wie bewegliche Felsen aus der Oberfläche heraus. Es handelt sich um ein Nilpferd, ein Tier, das langsam und sanftmütig wirkt, aber zu den gefährlichsten Tieren Afrikas gehört. Mit einem Gewicht von über 1500 Kilogramm und einer dicken, rosagrauen Haut ist das Nilpferd ein riesiges amphibisches Tier, das die Hälfte seines Lebens im Wasser verbringt. Seine Augen, Nase und Ohren befinden sich oben auf dem Kopf, sodass es seine Umgebung beobachten kann, während der größte Teil seines Körpers unter Wasser bleibt. Sie jagen nicht, haben keine Klauen, aber extrem starke Zähne mit bis zu 50 cm langen Stoßzähnen, mit denen sie Knochen oder kleine Boote zerbrechen können. Innerhalb ihres Territoriums, das in der Regel ein Abschnitt eines Flusses oder eines Sumpfes ist, dulden Flusspferde keine Eindringlinge anderer Arten, einschließlich Krokodile. Tagsüber tauchen sie ins Wasser, um ihre Körpertemperatur und Feuchtigkeit aufrechtzuerhalten. Und ihre Haut scheidet eine rosafarbene Substanz aus, die als natürlicher Sonnenschutz und antibakterielles Mittel wirkt. Nachts verlässt die Herde den Fluss, um auf dem Festland zu grasen, wobei einige Tiere mehrere Kilometer zurücklegen können. Trotz ihrer pflanzlichen Ernährung sind Flusspferde für ihre aggressive und territoriale Art bekannt, besonders wenn sich Jungtiere in der Herde befinden. Ein dominantes Männchen bewacht stets die Herde der Weibchen und kontrolliert das Wassergebiet mit tiefen Knurrlauten, die es aus seiner Kehle oder sogar unter Wasser von sich gibt. Ohne Hörner, unfähig schnell zu rennen oder zu klettern, sind sie der Inbegriff von Stabilität und stiller Kraft. Und in diesen Gewässern sind es nicht Löwen oder Krokodile, die herrschen, sondern die unbeweglichen Wesen, die warten und niemals nachgeben. Die Trockenzeit kommt ohne Vorwarnung. Der einst riesige See ist nun auf seichte Pfützen mit trubem Wasser geschrumpft, die nach Schlamm und verrauteten Algen stinken. Die Sonne brennt auf die Erde und die Haut der Flusspferde wird grau und runzelig. Die Temperaturen steigen, der Wasserstand sinkt und die Spannung steigt.
Wenn das Wasser zurückgeht, beginnen sich die Grenzen zwischen den Nilpferdherden zu überschneiden. Es gibt kaum noch Wasser, das tief genug ist, damit die gesamte Herde eintauchen kann. Die Nachzügler sind gezwungen, sich einen anderen Ort zu suchen oder um ihr Überleben zu kämpfen. Schließlich gibt das junge Männchen auf und zieht sich zurück, mit blutüberströmtem Kiefer und von Erschöpfung und Niederlage geröteten Augen. Er entfernt sich langsam vom Wasserloch, nicht aufgrund seiner Schnelligkeit, sondern aufgrund eines alten Gesetzes: Die Schwachen müssen gehen. Hinter ihm kehrt der Anführer mit den Weibchen und den Jungen zurück. Er gibt keinen Laut von sich, schlägt sich nicht auf die Brust. Prahlt nicht, die Stille des Siegers in einer Welt ohne Richter. Während das Wasser zurückgeht, bricht der Boden auf und der Lebensraum wird immer kleiner. Denn nur diejenigen, die im Teich stehen bleiben, haben die Chance, auf die nächste Regenzeit zu warten. Die ersten dunklen Wolken sammeln sich am Horizont, schwer und still wie eine Armee, die auf das ausgedörrte Land vorrückt. Der Wind nimmt zu und der Geruch von Elektrizität liegt in der Luft. Dann hallt der erste Donner wie ein lauter Trommelwirbel und weckt das schlafende Leben. Der Regen fällt in Strömen. Jeder Tropfen fällt auf den rissigen Boden und tränkt jedes trockene Körnchen Erde, jede schlafende, elfenbeinfarbene Wurzel. In nur wenigen Tagen ist die gesamte Prärie mit einem neuen Mantel bedeckt, frisch, grün, üppig und voller Leben. Die Vegetation erwachte, das Gras wuchs kräftig und die niedrigen Bäume trieben dicht aus. Entlang der wiederbelebten Bäche blühen Wildblumen gleichzeitig und bedecken die Ebenen mit Weiß, Violett und Gelb. Die Tiere kehren zurück, angezogen vom Geruch des Wassers. Herden von Antilopen, Zebras und Büffeln strömen auf die neuen Wiesen.
Giraffen strecken ihren Hals, um die jungen Triebe zu fressen. Zugvögel kehren aus der Ferne zurück und gleiten in der kühlen Brise dahin. In den wiedergefüllten Teichen tauchen Herden von Flusspferden auf, um schwer atmend Luft zu holen, nun ohne die Anspannung des Kampfes. Krokodile liegen reglos im trüben Wasser und warten darauf, dass ihre Beute vorbeikommt. Kleine Lebewesen wie Frösche, Libellen und Insekten schließen sich der großen Symphonie der Wiedergeburt an. Am klaren Himmel nach dem Regen fliegen die Adler wieder und breiten ihre Flügel gegen die Wolken aus. Auf dem Boden beginnen Geparden, Löwen und Wildhunde ihren neuen Kreislauf des Überlebens. Die Graslandschaften verändern sich ständig. Jeder Regentropfen, jede Dürre, jede Jagd und jede Flucht sind ein Glied im großen Kreislauf des Lebens. Hier gibt es keine ewigen Sieger, aber auch niemanden, der für immer schwach bleibt. Nur diejenigen überleben, die sich anpassen, durchhalten und weitermachen. Und wenn die Sonne wieder über dem feuchten Horizont aufgeht, beginnt für die Prärie ein neues Kapitel, als hätte es nie Narben gegeben.